Dieser Knaus erinnert mich an einen kleinen Weißwal. Die haben nämlich auch so einen runden Kopf. Und bei mir steht der Heiko. Heiko. Du sagst, es ist ein ganz besonderes Fahrzeug. Wieso? Tja, das Besondere an diesem Fahrzeug ist, dass ich bin eigentlich kein Camper. Das ist mein Homeoffice sozusagen. Und ja, klein, kompakt, passt auf jeden Parkplatz, an jeden Club. Ich bin auch noch Musiker und muss dann öfter auch mal in der Stadt parken können. Ah, okay. Genau, und hier haben sie einfach die Dinette weggelassen. Deswegen hast du auf kleinstem Raum auch noch relativ viel Platz. Okay, also das heißt, diese Form ist nicht wegen des Aussehens, sondern hat auch eine Funktion. Das hat auch eine Funktion, genau, richtig. Ganz kurz, weil ich verstehe das nämlich nicht, wenn du das sagst. Was bedeutet das? Was bedeutet was? Was war das? Die Nette. Die Nette. Die Nette, das ist der Tisch hinter dem Fahrersitz. Wird ja meistens ein Tisch eingebaut, eine Halbdinette mit 2 Sitzplätzen oder die Barversion oder so. Das hat man komplett weggelassen. Der Tisch ist einfach unter der Spüle, also unter der Küche eingeschwenkt. Den kann man rausschwenken, die Sitze dreht man und dann hat man, ist auch ein reines Zweisitzer-Fahrzeug, 2-Personen-Fahrzeug. Und du bist hier alleine unterwegs? Mit meiner Tochter. Ah, okay. Genau. Wie alt ist sie? Die ist 12. 12. Oh, das ist auch wieder ein spannendes Alter. Das haben wir noch gar nicht gewusst. Die ist drin, ja. Ach so, die haben wir auch noch gar nicht gesehen. Das ist das Schöne, wir kommen hier einfach her, wir wissen noch gar nicht, was... Hallo. Wir wissen noch gar nicht, was uns erwartet irgendwie. Ja, wir haben nämlich auch schon ein paar Jugendliche gezeigt, die halt mit ihren Eltern noch wegfahren und manchmal ist es ja ein schwieriges Alter, ne? Also wir haben jetzt noch nicht so die Problemfälle gefunden. Ja, aber Can, du kannst dich auch noch mal kurz umdrehen. Hier haben wir auch noch mal so irgendwie so ein Delfinmäßiges, walmäßiges, so eine Optik. Ist natürlich auch nicht der Klassiker. Aber ich meine, die meisten wissen ja, wie die klassischen Wohnmobile vorne aufgebaut sind. Oder hier haben wir jetzt auch einen mit Alkoven da drüben. Da sieht man es auch noch mal ganz gut. Und diese Form ist natürlich wirklich sehr speziell. Sieht man die dann öfter? Nee, ne? Eigentlich nicht. Also den gibt es mit dieser Schnauze als V-Liner, als S-Liner, also Sunliner. Dann sind sie auch 2,30 Meter breit und lang und ja, in allen Größen. Aber man sieht ihn wirklich super selten. Er ist auch schon 15 Jahre alt, aber ich weiß nicht, warum er so Das wollte ich dich jetzt gerade fragen, ob du dir das erklären kannst, weil eigentlich hat man ja wirklich den Platz, den kann man eigentlich immer gebrauchen, oder? Genau, ja. Und wie schwer ist das Ganze oder wie viel Zuladung hat man? Das ist vor 15 Jahren hat man noch nicht so auf diese Ultraleichtbauweise gesetzt. Deswegen, da ist eine Küche mit Korean oder wie das heißt, also richtig massiv. Schwer, aber das ist auch eine tolle Arbeitsplatte, oder? Korean? Oder das Material? Ja, total. Ja. Der ganze Ausbau ist massiv und stabil, genau. Und deswegen hat er auch schon 3 Tonnen Leergewicht. Und es ist halt 3,5 Tonnen. Man hat halt nicht so viel Zuladen, aber es ist ja nicht so viel Platz für was reinzustellen. Ja, okay, also 500, wir gehen mal gerade außen rum, Genau. 500 Kilo Zuladung, Genau, richtig? richtig. Und kommt ihr damit klar, ihr zwei? Ja, definitiv. Ja? Definitiv. Also weil manche sagen ja schon, okay, 800 Kilo oder 500 Kilo fühlt sich viel an oder hört sich viel an. Dann lädt man vielleicht Fahrräder, Wassertank, 2 Personen und so weiter und dann ist es doch ruckzuck überschritten, aber bei euch passt es quasi noch. Passt das, genau. Ich habe das Fahrrad hinten drauf und die wiegen ja auch nichts. Ja. Ja, Tank muss man nicht immer voll machen, weil wie gesagt, ich bin kein Camper. Bei mir reicht, dass ich stehe an der Firma, in der ich arbeite, die Woche über und am Wochenende dann, ja, wenn ich unterwegs bin, hier oft in Glycerat, weil es halt von der Firma aus schön zu erreichen ist und dann so zwischen zu Hause und der Firma liegt. Ja. Also das heißt, du bist auch oft alleine unterwegs, oder? Ich bin meistens allein unterwegs, ja. Okay, verstehe. Und bist du jetzt hierher gekommen für das Wohnmobiltreffen oder einfach, weil du generell hier oft bist? Ich bin generell oft hier in Glycerat und jetzt ist das Wohnmobiltreffen und da habe ich gedacht, geh ich schon mal gucken. Genau. Ja, okay. Und was hat man denn so gucken können bisher? Ja, die Aussteller vorne. Da ist ja auch der nette David Hein von Ulmen, Fahrzeugtechnik, der auch das Auto jetzt gerade von unten komplett restauriert hat. Okay. Was musste da gemacht werden? Ja, das ist halt wie gesagt 15 Jahre alt und dann gibt es ja schon Roststellen und so. Und dann wird es komplett gestrahlt, Trockeneis gestrahlt, genau, Trockeneis gestrahlt und dann wird Rostschutz aufgebracht und dann wird er lackiert und noch gewachst und dann ist alles andere, ist Seitenwände Alu rundherum, ist GFK, also da passiert nichts. Okay, und wenn der dann unten natürlich schön versiegelt ist und dann ist natürlich top. Ja, cool. Für die Zukunft.
Das ist auch was man nicht so oft sieht, oder? So eine Tür, also klar, Fahrradtür genau, eigentlich, ja. ne? Normal ist sie ja kleiner. Aber hier ist es ja eigentlich wie ein Eingang nochmal, auch zum Raum. Aber ist eigentlich nur zu der Fahrerseite, oder? Das ist eine Fahrerseite, genau. Ja. Also ist auch kein Durchgang zum Wohnraum. Doch, natürlich. auch. Das ist ja, wie gesagt, ein voll integrierter, genau. Der hat ja immer vom Fahrerhaus zum Wohnraum Ja, war gerade offen. Ja, genau. War gerade ein bisschen unglücklich formuliert, glaube ich. Alles Aber gut. ja, ich glaube, man hat es verstanden, genau. Und das heißt, Tochter ist jetzt dabei, weil hier ein Event ist, oder? Tochter ist dabei, weil die Mama hat auf dem Campingplatz drüben einen Festplatz. Also wir sind getrennt und dann kann sie immer hin und her rennen und genau, dann bietet sich das auch an. Okay. Genau. Ja, ich hab dich jetzt auch vorhin unterbrochen. Also das war, du hast gesagt, du hast hier den Kerl getroffen, der das hier gemacht hat. Aber was gab es noch so für dich jetzt Interessantes bisher auf dem Event? Der Bierstand. Gestern gab es Freibier, richtig? Keine Ahnung, weiß okay, nicht. Ich hab's bezahlt. Aber nee, also ist halt ein Event. Ich bin Musiker, ich bin gerne irgendwo, wo Leute sind, wo was los ist. Könntest du dir auch vorstellen, hier selber mal aufzutreten? Ja, könnte ich schon, aber das ist dann eine Preisregion, das bezahlt der Veranstalter nicht. Okay. Was machst du für Musik? Ich bin Saxophonist und Okay. wir haben eine Supertramp Tribute Band. Machst du Jazz? Auch, Okay. klar. Das ist ja auch so eine ganz eigene Szene dann, oder? Ja, definitiv. Ja. Okay. Mag natürlich auch nicht jeder und das sind dann wahrscheinlich speziellere Events, sage ich jetzt mal, wo dann wirklich Jazz-Fans auch hinkommen, ne? Oder halt... Ja, Jazz mache ich jetzt im Moment gerade nicht. Wie gesagt, jetzt, weil ich arbeite, bin ich mit der Supertramp Tribute Band und mit einer Foreigner Tribute Band unterwegs. Und ja, da spielst du Clubs, schöne, geile Clubs und Stadtfeste mit Tausenden von Leuten durch ganz Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich. Klingt sehr interessant auf jeden Fall. Das ist geil, ja. Ja. Da müsst ihr mal Century's Crime googeln. Okay, das Genau. machen wir sehr gerne. Und die Zuschauer bestimmt auch, die sich vielleicht für Musik und Kultur begeistern können. Ja, aber jetzt sind wir eigentlich fürs Wohnmobil da, deswegen gehen wir jetzt auch noch mal weiter und schauen mal ganz kurz hier ins Fahrerhaus rein. Ah nee, können wir gar nicht. Da ist ja erstmal alles zu, aber das können wir uns dann... Okay, ja, dann schauen wir es uns gerne mal an, weil ich glaube, das sieht auch ein bisschen anders aus als gewöhnliche Wohnmobile. Also tatsächlich von der Optik ist es natürlich Geschmackssache, aber es geht ja vor allem um die Praktik hier. So, und jetzt könnten wir auch schon einen Blick erhaschen. Ich weiß nicht, wie man es auf der Kamera jetzt sieht, aber ich glaube, man erkennt auch die Bildschirme, oder? Bisschen reflektierend. Es reflektiert ein bisschen, okay. Aber er nutzt quasi seinen Fahrerstuhl auch als Schreibtischstuhl sozusagen. Und wir schauen uns das Ganze aber jetzt auch mal von innen an, weil ich glaube, durch die Scheibe ist nicht ganz so gut. Also lass uns mal kurz außen rum gehen und dann sehen wir das Ganze auch besser. Die Tochter hat sich verkrochen. Mag sie vor die Kamera? Was denkst du? Ja, wir werden sehen. Okay, dann geh bitte mal vor. Ich vorgehen, genau. Ja, und ich komme hinterher. Du kommst hinterher. So, erzähl doch mal, wie nutzt du das Ganze? Das Ganze, wenn nicht, soll ich mich setzen? Ja, Das kannst du seht auch ihr, gerne. wie das funktioniert. Ja, vor allem geht es ja auch immer so ein bisschen um das Größenverhältnis, das mal zu erkennen. So, schöne luftgefederte Sitze, das ist ja das Schöne am Bürostuhl. Ja, genau. Ja. Ja, und jetzt sitze ich hier, habe meinen Bildschirm mit meinem CAD-Programm und ich zeichne Schmuck. Ich bin Goldschmied, genau. Cool. Und der Goldschmied zeichnet den Schmuck am Computer. Wird heute seltener an der Werkbank das Modell gebaut. Genau, und da gibt es auch viel zu tun. Das glaube ich. Was ist denn was man hier vermisst als Homeoffice oder musst du eigentlich auf nichts verzichten? Nee, also weil ich das nicht jetzt als der normale Camper nutze, verzichte ich, also muss ich hier auf gar nichts verzichten. Wie löst du das mit dem Internet? Hotspot. Also ich habe unbegrenztes Datenvolumen und mache mir einen Hotspot mit dem Handy fertig. Okay. So einfach geht's. Ja, aber ist das manchmal ein Empfangproblem, wenn du irgendwo in der Pampas bist? Das schon, ne? Also musst schon gucken, dass du Empfang halt hast. Das ist wahrscheinlich das A und O, ne? Ist denn so ein WLAN-Stick oder sowas? Hast du dir sowas schon mal überlegt? Wenn es gar nicht mehr geht, dann muss man sich was anderes überlegen. Aber noch funktioniert es. Also es ist wirklich stellenweise ist die Übertragungsrate, weil ja STL ist eine große Datei.
Man kann es zippen, aber es muss auch manchmal viel hin und her geschoben werden. Und dann ist natürlich, wenn die Übertragung nicht so toll ist, dann dauert es ewig. Ja, Und dann macht es auch schon mal Sinn, einfach mal ein paar Meter weiter zu fahren. Okay. Genau. Ja, okay, aber du bist ja flexibel. Du kannst dann sagen, oh, hier gefällt es mir doch nicht oder es passt halt vom Internet nicht oder wie auch immer. Und dann geht es auch schnell mal Wenn ich woanders nicht hin. an der Firma stehe. Ja. Also dann muss ich natürlich stehen bleiben. Ja. Oder ich muss dann abends, wenn es wirklich nicht funktioniert, also dort funktioniert es meistens, wenn es mal nicht geht, dann fährt man einfach mal 5 Kilometer weiter. Und das ist ja das Schöne, ganz egal. Wenn man dann noch ein Bier aufmacht, bleibt man einfach stehen, fährt morgens wieder die 5 Kilometer zurück. Ich stelle mir das richtig gut vor. Hast du irgendwas jetzt speziell umgebaut, um besser arbeiten zu können? Oder? Nee, das ist echt alles so, wie es ist. Perfekt. Das sieht aus wie ein richtiger Computerarbeitisch, ne? Ja. Absolut. Also wirklich absolut. Da vermisst man gar nichts. Ist Esstisch, Bürotisch, alles zugleich. Und ja, also ich glaube, manches Büro ist nicht mal so gut ausgestattet mit 2 Bildschirmen und also alles, was das Herz begehrt. Gut, du hast jetzt keine extra Tastatur oder so, aber theoretisch wäre das ja auch möglich. Brauche ich nicht. Ich habe ja meine. Ja, genau. Aber manche haben ja auch. Das ist eine Space Maus. Eine Space Maus. Genau, wenn man jetzt, ich kann ja was reinladen, dann kann man das demonstrieren. Ja, wir wollen dir natürlich jetzt auch nicht in die Karten schauen oder so, ne? Das ist jetzt nicht die Absicht. Ja, ist einfach mal. Ansonsten kannst du einfach erklären. So siehst du vielleicht. Ja. Mit der Space Maus kann ich das Teil dann drehen, wie ich das möchte. Also wenn ich das am Bearbeiten bin. Ja. Und dann ist Das ist natürlich für 3D. normalerweise geht das auch mit der Maus und viele machen es auch mit der Maus. Aber dann bist du immer ständig mit den Tatzen da an der Tastatur. Das will ich nicht. Ich kann alles. Ich habe die Tasten belegt und ich muss nur zum Zahlen eingeben. Okay, also eigentlich für deinen Beruf halt einfach wichtig, ne? Oder das, was du jetzt gerade Wichtig, machst ja. im CAD-Programm. Okay. Ja, und kocht ihr auch hier drin oder wirklich fast nur Büro? Nö, wir gehen essen. Ja, habt ihr schön recht, ne? Man könnte natürlich, aber nee, wir gehen essen. Ja, okay. Jetzt wollen wir natürlich auch mal ganz kurz dich zeigen. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin die Sanja, ich bin 12 Jahre alt und ich finde es toll, hier immer so rumzufahren und dann kann man so einfach zu Hause sein. Ja, cool. Ja, wir haben jetzt schon gehört, deine Mama ist auf dem Campingplatz gegenüber. Und bist du mit Camping groß geworden? Ja, also wir hatten schon ein Wohnmobil vor diesem Wohnmobil und ja, seitdem ich so 7, 8 Jahre alt bin. Okay, verstehe. Das heißt, magst du das dann auch immer noch mit den Eltern so voll unterwegs zu sein oder willst du dann auch mal deine Ruhe haben? Weil ich meine, da kannst du dir jetzt nicht so aus dem Weg gehen, oder? Ja, also auf dem Campingplatz drüben, wo meine Mama ist, gehe ich halt meistens dann in den Wohnwagen oder so. Ja. Hier kann ich auch mal ins Wohnmobil gehen, wenn Papa dann draußen ist oder so. Okay. Was machst du denn dann sonst so den ganzen Tag, wenn er am Arbeiten ist? Also wenn ich da bin, wenn ich da bin, ist er meistens nicht so am Arbeiten. Aber wenn er dann mal am Arbeiten ist, bin ich entweder hier oder ja, bin ein bisschen draußen. Ja. Okay. Ja, aber ich glaube, du wirkst jetzt auch nicht so, als bräuchtest du die ganze Zeit Beschäftigung, sondern kannst dich ganz gut alleine mit dir auch beschäftigen. Ja, ich meine, bist ja auch alt genug, ne? So ist ja nicht, dass du jetzt hier eine Betreuung bräuchtest. Was gefällt dir denn hier an dem Wohnmobil gut? Mir gefällt halt, dass man überall hin kann und trotzdem so ein bisschen zu Hause ist dann. Und ja, man kann viel erleben. Ja, das glaube ich auch, ne? Auch Städte ist eigentlich kein Problem, oder? Ja. Und da er auch so klein ist, kann man sich auch überall hinstellen. Ja. Cool. Ja, wir schauen uns jetzt, glaube ich, mal das Bad an. Ist das hier? Ja. Okay. Also alles an dem Wohnmobil ist anders. Es ist irgendwie spacig, die Form ist irgendwie total anders und man hat aber auch echt ein geräumiges Bad, muss ich sagen, für die Größe. Was hat denn der an Länge? 5,74 Meter. 5,74 Meter, also das ist echt unter 6 Meter und du hast alles, was du brauchst. Du hast dein transportables Büro und so weiter und das Bad ist absolut ausreichend. Also es ist ja nicht mal so, dass du alles trocken machen musst, sondern ihr habt hier wahrscheinlich hier ist so eine, wie nennt man das? Abdeckung? Nee. Das dreht man dann einfach und dann ist es zu. Das musst du hinten lösen, dann rollst du Okay, man muss lösen. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, du musst nicht alles trocken machen und so weiter, sondern machst hier zu und kannst duschen und dann ist gut. Ich finde die indirekte Beleuchtung hier, die eingebaut ist, natürlich auch klasse. Die ist Ja. Ja. Das macht richtig. Man sieht es jetzt natürlich nicht, Ja. weil es zu hell ist, Man- aber von es innen- fällt nicht auf. Ja. Ja, cool. Genau. Und das ist auch hinten. Ja, abends halt, ne? Alles orange beleuchtet, so süß illuminiert. Das ist schon, die haben sich schon Gedanken gemacht damals. Das ist toll. Ja, cool. Und reicht euch auch der Platz?
Also Stauraum, sorry. Stauraum. Ja, klar. Ja. Wie gesagt, wenn du Camper bist, dann ist es wohl schon ein bisschen wenig. Aber wenn du es so nutzt, wie ich es nutze, oder wir beide es nutzen, dann passt das. Und wenn ich wirklich damit in Urlaub fahren möchte, dann kommt ein Anhänger hinten dran. Dann kommt alles rein, da kommt die Outdoor-Küche rein oder so. Das ist mal noch ein Plan, aber dafür müssen wir auch mal Zeit später haben. Ja, okay. Vielen, vielen Dank, dass du uns mal so eine Auskunft gegeben hast. Jan, wir gehen gerade noch mal ganz kurz raus. Du kannst ruhig hier sitzen bleiben. Ich danke dir. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mal dieser kleine Ausflug auf 5,74 Meter. Es ist wirklich der Hammer. Ich bin absolut begeistert von dem Fahrzeug, weil man wirklich auch Städtereisen damit machen kann. Ja, danke fürs Einschalten.